Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe-Fans. Heute gibt es eine Premiere auf meinem Kanal, denn ich werde zum ersten Mal live mit euch zusammen eine Masters of the Universe-Figur unboxen. Also, bleibt dran! Ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde eine Masters of the Universe-Figur auspacken, live vor der Kamera mit euch zusammen und werde das erste Mal eine Masters of the Universe Origins-Figur in den Händen halten und wirklich mal gucken, wie sich die anfühlt, ob da bei mir sich dieses nostalgische Feeling der Vintage-Figuren einstellt. Ja, und ich habe, um euch das kurz zu erklären, ich sammle die Origins OVP. Ja, das wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Ja, ich möchte die eigentlich nicht auspacken, weil ich finde die auf der Karte so toll, die sehen so toll aus, ja. Vintage-Feeling pur mit diesen Figuren, mit diesen Backcards. Ja, aber vielleicht habt ihr mein YouTube Shorts Video gesehen, wo ich eine Figur bekommen habe, die in einem miserablen Zustand war. Und zwar ist das der Vintage Head He-Man. Ja, Vintage Head, weil er den Originalkopf oder annähernd den Originalkopf der Vintage-Figur aus den 80ern aufgesetzt hat. Ja, da hat Mattel ja nochmal nachgebessert. Und diese Figur kam ja von Amazon, ja, in diesem Zustand. Ja, ihr seht, die Karte ist verknickt. Der Blister ist gebrochen hier oben, der ist kaputt. Ja, da kann ich schon den Kopf schon fühlen quasi. Mache ich aber jetzt noch nicht weiter. Ja, ist total im Eimer. Ja, und den würde ich jetzt einfach auspacken. Ja, ich habe mir überlegt, schickst ihn zurück, reklamierst es. Ja, oder wenn es eine andere Figur gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ich habe den mittlerweile auch nochmal in einem einwandfreien Zustand. Aber ich dachte mir, in He-Man kann man ruhig auch mal ausgepackt da stehen haben für die 15,99, was er gekostet hat. Und das würde ich jetzt mit euch zusammen, wie gesagt, mal angehen. Ich stelle kurz die Kamera um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir schon wieder. Da steht der He-Man und wartet darauf, ausgepackt zu werden. Das fällt mir echt nicht leicht, ja. Aber was es um einiges leichter macht, ist halt, dass die Karte wirklich in einem miserablen Zustand ist. Und was soll ich sagen? Ja, ich packe ihn jetzt aus, und zwar, ich mache das auch nicht vorsichtig. Ja, ich habe mir gesagt, hier, wenn ich schon mal eine Figur auspacke auf meinem Kanal, dann mache ich das, wie ich es früher gemacht habe. Ich will mir die Figur anschauen. Ich reiße jetzt einfach die Verpackung auf, Leute. Und das fällt mir echt ein bisschen schwer. Oh Gott. Aber ich mache das jetzt und werde gleich das erste Mal eine Origins-Figur in den Händen halten. Das ist echt toll. Gut ausgepackt, Frank. Perfekt. Jetzt habe ich ihn so auf der Karte. Wie ihr seht, ich bin kein Auspacker. Ich bin echt unfähig, ja, deswegen, das ist der wahre Hintergrund, wieso ich die Figur nicht auspacke. Ja, es funktioniert einfach nicht bei mir. So, aber da haben wir es. Da haben wir es. Da habe ich jetzt den Mini-Comic, ja, der Mini-Comic mit ohne Sprechblasen, wie es halt bekannt ist von der europäischen Version. Ja, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich nehme jetzt, können wir gucken, wie das funktioniert. Das ist am Tesafilm dran. Ich habe hier das Schwert und die Axt und das Schild und den He-Man. Wie kriege ich den da raus? Ich habe schon so viele Unboxing-Videos gesehen, aber irgendwie, ja doch, da habe ich ihn. Da ist der He-Man, Leute. Und den kriege ich jetzt ja irgendwie mit irgendwelchen Gummis, heißt der, festgemacht. Ja, ja, die Gummis an den Händen. Mal gucken, kriege ich das so ab. Ist mir jetzt auch egal. Ich drücke mal und da ist es ab. Und da hole ich ihn raus. Oder auch nicht, weil die Verpackung ist echt... Ach, da sind auch nochmal ein Bändchen gewesen. Da habe ich ihn in der Hand. Ich habe einen He-Man ausgepackt. Leute, ich habe mein Trauma überwunden. Ich habe die Figur in der Hand und... Was soll ich sagen? Er fühlt sich bei weitem nicht so an wie die Vintage-Figur. Das war mir einfach von vornherein klar. Ja, irgendwie finde ich, fühlt er sich, ich will nicht sagen billig, aber doch sehr gewöhnungsbedürftig an. Das Kunststoff ist auch irgendwie anders. Ja, habe
habe es mir jetzt ein bisschen spannender, ein bisschen euphorischer vorgestellt, aber dem ist nicht so. Ja, der He-Man ist ausgepackt. Jetzt gucken wir gerade noch mal. Ich werde mir jetzt mal den Kopf abziehen. Das wollte ich schon immer mal machen, wenn ich mal eine Figur habe. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Man sagt halt immer, muss ziehen. Aha, und dann haben wir diesen Wobble. Okay. So als, wie gesagt, als OVP-Sammler mal schön zu sehen. Ja. Und da mache ich den wieder drauf. Und somit habe ich den He-Man. Ich kann hier die Füße verstellen, ich kann das verstellen, das verstellen. Das kennt ihr ja alles. Ja, jetzt packen wir nochmal gerade, wenn wir es halt hinkriegen, Schwert, Schild und Axt aus. Das machen wir irgendwie, guck mal, das ist hier oben, glaube ich, festgemacht. Ja, das kriegen wir raus. Dann haben wir das, guck mal hier, die Axt kann man da so reinmachen. Dann haben wir das Schwert, das doppelseitige Schwert. Das packen wir ihm jetzt in die Hand. Hält das auch? Das hält zumindest. Ja, das Schild kann man ja wahrscheinlich hier dran klicken. Genau. Da hat jetzt He-Man das Schild, das Schwert und die Axt. Kann man die Axt auch hinten rein tun. Die Axt kann man hinten rein tun. Dann hat er die Axt auf dem Rücken und er sticht sich jetzt selbst. Und das Schwert in der Hand und das Schild in der anderen Hand. Und somit haben wir einen angeboxten He-Man. Naja, was soll ich sagen? Ist ganz okay. Ja, was soll ich sagen? He-Man ist angeboxt, ausgepackt. Ja, ich habe ihn hier nochmal, ja, damit ihr es auch wirklich seht. Ich bin es wirklich, ich habe wirklich diese Figur in der Hand. Ja, das heißt, ich habe ihn wirklich ausgepackt, Leute. Ja, ich habe es getan. Ich finde, er sieht halt wirklich gut aus. Er sieht klasse aus. Ja, von dem Gefühl her, muss ich sagen, von dem in den Händen zu halten, er fühlt sich halt, wie gesagt, ich möchte nicht sagen billig, aber doch minderwertig gegenüber den 80er Jahre Figuren an. Und auch hier diese Beine, diese Beingelenke, ja, ich finde, das ist ganz schön locker, ganz schön leicht. Ja, keine Ahnung, ob das mit der Zeit halt noch lockerer wird und dann irgendwann, ja, kann man nur noch sitzend hin drapieren, sage ich mal. Ja, der Kopf, ja, dieses Teil, ich kann ihn nicken lassen. Ja, mal gucken, wie lange das halt hält, bis er halt nur noch nach unten guckt. Aber ansonsten, wie gesagt, von der Figur selbst ist er natürlich klasse. Ja, haben wir jetzt ausgepackt, weil, wie gesagt, die Verpackung so beschädigt war und ein He-Man kann man mal auspacken, denke ich. Ja, ich habe ihn, wie gesagt, nochmal OVP und das bleibt auch so. Und Leute, ich bleibe OVP-Sammler. OVP bringen mir diese oder geben mir diese Figuren hier wesentlich mehr. Ja, sie machen einen wesentlich schöneren Eindruck in der Verpackung. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ja, und wie gesagt, ich werde nicht mit denen spielen. Ich werde nicht irgendwelche Bilder machen und den gegen irgendwas anderes kämpfen lassen. Ja, der wird sich bei mir jetzt vor meine Origin OVP-Sammlung ins Regal gestellt. Ja, und bewacht die halt ein bisschen. Aber Leute, weitere auspacken werde ich wahrscheinlich nicht. Ja, von daher, was sagt ihr? Ja, ich denke, es ist ein Großteil, der diese Figuren auspackt, weil sie sagen, hier, wir wollen halt dieses Feeling wie früher haben. Ja, ganz ehrlich, Leute, habt ihr dieses Feeling wie früher, wenn ihr die Figuren früher gehabt habt? Ich habe es irgendwie nicht. Die Figur fühlt sich nicht an wie meine 80er Jahre He-Man-Figur. Ja, er sieht so ähnlich aus. Er hat ein bisschen mehr Artikulationspunkte, ja, aber ja, ich habe ihn jetzt ausgepackt. Was soll's? Ja, kommt irgendwo ins Regal und gut ist. Ja, also Leute, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Ja, wie gesagt, ein Großteil packt aus. Ja, ein Großteil lässt sie aber auch OVP und nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele genauso machen wie ich. Nicht wegen der dem Wertsteigerungsdenken, dass die Figuren irgendwann mal genauso viel Geld wert sind wie jetzt die Vintage-Figuren, die vom Preis her OVP durch die Decke gehen. Das glaube ich nicht, da sollte jeder halt ehrlich zu sich selbst sein. Die Figuren werden nicht
Und wenn dann halt in 50 Jahren vielleicht halt mal für 50 Euro gehandelt oder sowas, wenn sie OVP sind, das ist kein Vergleich zu den Vintage-Figuren. Ja. Es gibt so viele OVP-Sammler, dieser Markt wird nicht größer werden, also sprich die Figuren werden einfach nicht teurer werden. Ich sammle so OVP, weil ich so OVP sammeln möchte, um des Sammelns Willens. Ich habe sie hier in meinem Regal stehen, auch in Cases, das versteht auch nicht jeder, der sagt halt, wieso gibst du ein Case für so eine Figur aus, die halt mehr kostet oder das Case mehr kostet wie die Figur selbst. Ist meine Entscheidung, ich finde, es macht einen hochwertigeren Eindruck und die Figur gibt mir so viel mehr. Ja, auch das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und ich würde sagen, damit entlasse ich euch. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute, macht's gut, euer Retro Rauner.